In Folge 2 meines Philippinen-Abenteuers geht es nach Legazpi zum Mayon-Vulkan. Ich gehe endlich wieder tauchen und erkunde die Insel Camiguin mit einer anstrengenden Wanderung auf den Mount Hibok-Hibok. Und ich treffe neue Freunde in Iligan, die Stadt der Wasserfälle. Endlich geht es weiter. Auf nach Legazpi. Nach ein paar Stunden mit der Fähre, einer Stunde Minibus und einer Tricycle-Fahrt war ich endlich angekommen. Ich musste mich ausruhen. Es dauerte ein paar Tage, bis ich den Virus überstanden hatte. Auf zum Mayon-Vulkan. Mit dem Quadbike ging es an den Rand der Sicherheitszone. Mein Guide übernahm die Kamera und war fleißig am Filmen. Der Mayon brach in den letzten 400 Jahren über 50 Mal aus und ist damit der weitaus aktivste Vulkan der Philippinen. Der letzte Ausbruch war im August 2006. Etwa 40.000 Menschen mussten vorübergehend evakuiert werden. Seitdem raucht der Mayon in Ruhe vor sich hin. Das ist die Lava von dem letzten Ausbruch. Die Gesteinsbrocken sind etwas weniger als 1 Meter im Durchmesser. Auf dem Rückweg ging es diesmal durch das Flussbett. Das war ein Spaß. Inzwischen bin ich fast einen Monat unterwegs und frage mich mal wieder, wohin gehe ich als nächstes? Einige Mitreisende erzählten mir von Camiguin Island. Und da ich sowieso ohne Plan unterwegs war, beschloss ich einfach hinzufliegen. Von Legazpi nach Cebu und dann weiter nach Camiguin. Die Insel gehört zum südlichen Teil der Philippinen, zu Mindanao. Camiguin ist bekannt für seine Korallengärten, Wasserfälle und seinem Vulkan Hibok-Hibok. Aber dazu später mehr. Endlich konnte ich wieder tauchen gehen. Es ist Februar und die Sichtweiten unter Wasser liegen bei etwa 10 bis 15 Metern. Deutlich besser ist es Mitte des Jahres. Die Wassertemperaturen fallen selten unter 25 Grad. Viele Tauchgebiete sind sogenannte Marine Sanctuaries, also Schutzgebiete. Auf der Insel sind nur wenige Tauchcenter, sodass meistens nur ein paar Taucher mit Guide unterwegs sind. Durch die vielen Marine Parks sind die Riffe voller Leben und haben eine unglaubliche Artenvielfalt, die zum Beispiel das Rote Meer um ein Vielfaches übertreffen. So gibt es zum Beispiel viele verschiedene Anemonen mit unterschiedlichen Clownfischen in einem Riff. Riesige Schwämme und unzählige Korallenarten in verschiedensten Farben und Formen sind entlang der Insel verteilt. Gelegentlich gibt es hier starke Strömungen. Schade eigentlich, dass zu meinem Besuch nichts los war. Ich hätte mich auf einen richtigen Drifttauchgang gefreut. Unsere Tauchgebiete waren nur ein paar Bootsminuten entfernt. Großfische gibt es hier eher nicht, dafür aber jede Menge Schildkröten. Auch Seeschlangen könnt ihr hier sehen. Diese hier ist recht klein, etwa einen halben Meter lang.
Wer abseits vom Massentourismus tauchen gehen möchte, für den ist Ptarmigan Island genau das Richtige. Der Tauchtourismus ist immer noch sehr klein und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Vielleicht komme ich noch einmal Mitte des Jahres wieder, wenn die Sichtweiten bis zu 30 Meter sind. Ich plante eine Woche auf Ptarmigan zu bleiben und diesmal besorgte ich mir ein richtiges Motorrad. Dann erkunden wir mal die Insel. Ptarmigan ist etwa 15 Kilometer im Durchmesser und eine Umrundung mit dem Motorrad dauert etwa 3 Stunden. Die Insel ist auf dem Seeweg und per Flugzeug erreichbar und hat einiges zu bieten. Neben Tauchen und Schnorcheln gibt es noch inaktive Vulkane, Wasserfälle und heiße und kalte Quellen. In der Nähe der Küste befinden sich außerdem noch einige kleinere Inseln, wie die White Island und Martinique Island, die zum Tauchen und Schnorcheln perfekt sind. Auf meiner Tour kam ich an den Tuasan Falls vorbei. Ein etwa 20 Meter hoher Wasserfall mit mehreren Becken. Ziemlich einfach zu erreichen, weil eine Straße nur wenige Meter daran vorbeiführt. Mit dem Motorrad bin ich komfortabel unterwegs und suchte nach einem Aussichtspunkt. Im Süden der Insel, in der Region Sagai, führt eine Straße ziemlich steil hinauf. Am Ende erwartet einen noch die Binangawan Falls, die wesentlich kleiner sind. Ich war immer noch auf der Suche nach einem Aussichtspunkt und beschloss einfach querbeet einzuwandern. Ein leicht ausgetretener Pfad führte mich schließlich an den Rand des Berges. Von dort aus konnte ich schon die große Insel Mindanao sehen. Es gibt 7 Vulkane auf der Insel. Der bekannteste darunter ist der Hibok Hibok. Der Aufstieg dauert in etwa 3 Stunden und der Abstieg circa 1,5 bis 2 Stunden. Wer auf den Vulkan gehen möchte, den kann ich nur empfehlen, besorgt euch einen Guide. Jedes Hotel oder Resort kann euch dabei weiterhelfen. Der Aufstieg ist anstrengend und verlangt einiges an Fitness. Ich war mit meinen Turnschuhen unterwegs und bin einige Male gestolpert. Typisch Filipino hatte mein Guide nur Badelatschen an und gab ein gutes Tempo vor. Der Hibok Hibok ist mehr als 1300 Meter hoch und war 1953 das letzte Mal aktiv. Hier sind wir im Krater, in dem sich heute sogar ein kleiner See befindet. Der letzte Abschnitt war echt anstrengend. Wir mussten mehrere Male verschnaufen. Es wurde steiler und steiler. An einem Punkt ging es fast 90 Grad bergauf. Oben angekommen waren wir mitten in den Wolken. Wir warteten etwas und dann war da ein kleines Loch in der Wolkendecke. Ich konnte nur erahnen, welch genialen Ausblick man von hier oben hat.
Auf dem Weg nach unten konnten wir noch White Island sehen. Ptarmigan Island ist etwas für Abenteurer und hat noch so viel mehr zu bieten. Die Woche verging wieder wie im Flug und ich überlegte mir, nach Mindanao zu fahren. Mit der Fähre und dem Bus ging es nach Iligan, die Stadt der Wasserfälle. Ich sprang also auf einen der Jeepneys und traf eine Reisegruppe aus Cayagán de Oro, die wie ich auf dem Weg zu den Wasserfällen war. Unser erster Stopp war bei den Maria Cristina Falls. Mit knapp 100 Metern Höhe sind diese die größten Wasserfälle in den Philippinen. Was für ein Anblick! Leider konnten wir nicht näher ran, weil das Wasserkraftwerk gewartet wurde. Lawrence, Julie, Phoebe, Jackie und ich waren trotzdem hellauf begeistert und hatten eine Menge Spaß. Zusammen war es einfach weiterzukommen und wir mieteten uns ein Gefährt, um zum nächsten Wasserfall zu fahren. Tinago Falls. Hi, it's more fun in the Philippines. Es war Sonntag und dort waren etwa 200 Leute. Die Wasserfälle haben viele kleine Stufen und sehen damit wie ein Vorhang aus. Wir wollten die Kraft des Wassers spüren und gingen auf die Fahrt mit dem Floß. Und weiter geht's zum nächsten Wasserfall, Mimbalot Falls. Doch erstmal gab's eine kleine Tanzeinlage. Mimbalot Falls hat auch viele kleine Stufen und mehrere Becken zum Schwimmen. Wir veranstalteten Foto- und Videoshootings und hatten dabei eine Menge Spaß. Abends gingen wir noch zu Paseo de Santiago, einer riesigen Bar- und Partyanlage direkt am Meer. Einige Bier später wollte ich unbedingt noch Karaoke singen. Gut angeheitert platzte ich in was ich dachte ist eine Karaoke-Bar. Später erklärten mir Lawrence und die Mädels, dass es mehr eine Privatparty gewesen ist. Freundlich wie die Filipinos sind, luden sie uns trotzdem ein. Danke an euch, ich hatte so viel Spaß. In Folge 3 geht es nach Camotes Island. Ich besuche die Höhlen und gehe tauchen. Es geht nach La Trinidad und nach San Fernando. Und nach Vigan City, wo ich Jeffrey wieder treffe. Zusammen erkunden wir die Sanddünen von Pauai. Also bis dann, ich bin Ron the Wave.